Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph. In dem heutigen Video zeige ich euch das perfekte Tool für den Distanzunterricht, und zwar Miro. Viel Spaß beim Video. Okay, bevor wir starten und uns Miro etwas genauer anschauen, lasst uns die Frage erstmal gemeinsam klären, was bedeutet überhaupt Distanzunterricht? Distanzunterricht heißt in der aktuellen, durchaus interessanten Situation aufgrund der Corona-Krise, dass ja die Schulen geschlossen sind und nur die Abschlussklassen sind vor Ort im normalen Unterricht, werden ganz normal unterrichtet von Lehrerinnen und Lehrern und alle anderen sind idealerweise nicht vor Ort. Die Klassen 1 bis 6 haben die Möglichkeit, die Schule zu besuchen, das aber eher im Sinne von im Notfall, und alle anderen werden unterrichtet aus der Ferne durch Lehrerinnen und Lehrer. In dem Video soll es gar nicht ins Detail gehen um den Distanzunterricht, was da vielleicht Vor- und Nachteile sind, wie man es vielleicht nutzen kann. Wenn ihr dazu Fragen habt, ja, vielleicht auch meine Best Practice, dann haut's in die Kommentare rein, lasst mich gerne wissen, dann können wir dazu auch gerne ein Video drehen. Wir wollen uns aber anschauen, was das für mich perfekte Tool für den Distanzunterricht ist, und zwar Miro. Zuallererst, bevor ich euch zeige, wie ich mit Miro arbeite, ganz kurz und knapp, was ist überhaupt Miro? Miro, müsst ihr euch vorstellen, ist ein unendliches Online-Whiteboard, an dem ihr mit so vielen Schülerinnen und Schülern oder auch Nicht-Schülerinnen und Schülern arbeiten könnt, und zwar gleichzeitig, als ob alle vor Ort wären, aber in Wirklichkeit sind sie nicht vor Ort. Also für die jetzige Situation ganz hervorragend. Dazu zeige ich euch das gleich bei mir auf dem Computer, wie ich damit arbeite. Aber noch ein kleiner Tipp, der auch gar nicht zu verachten ist. Das Tolle an Miro für Lehrerinnen und Lehrer ist, dass es einen kostenlosen Account für Lehrer gibt. Und zwar gibt es da einen Education-Account. Da haue ich euch unten in die Videobeschreibung einen Link, wie ihr da hinkommen könnt. Ihr braucht eigentlich nicht so viel. Ihr schreibt den Leuten eine Mail, ja, in diesem Fall auf Englisch, weil das Tool ist nur auf Englisch, aber keine Bange, das ist so simpel zu benutzen, dass man der englischen Sprache nicht perfekt mächtig sein muss. Und dann schickt man eine Schulbescheinigung rein und dann wird man da nach relativ kurzer Zeit freigeschalten auf seiner Schul-E-Mail-Adresse, und dann kann man das benutzen und muss dafür kein Geld bezahlen, weil normalerweise ist das Ganze in einem Abo-Modell. Also gerade für Lehrerinnen und Lehrer hervorragend. Schaut unten in der Videobeschreibung nach. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen genauer schauen, wie ich das Ganze nutze. Und dazu nehme ich euch mal mit hier auf meinem Bildschirm. So, da sind wir auch schon direkt in der Übersicht von Miro. Wenn ihr das Ganze öffnet und schon ein bisschen paar Sachen angelegt habt, dann sieht das Ganze so aus. Ich führe euch einmal kurz durch, wie ich euch empfehlen würde, das zu nutzen. Wer ein Tutorial in der Tiefe haben möchte, da kann ich gerne noch mal was zu machen. Aber hier geht es tatsächlich nur darum, wie ihr das, nachdem ihr es eingerichtet habt, sofort, schnell und einfach mit den Schülern gemeinsam sozusagen erkunden könnt und das schon nutzen könnt. Und wo ich euch auch zeige, wie ich es genutzt habe, damit es tatsächlich einen riesen Mehrwert für die Schüler hat, weil es nämlich total simpel und einfach ist. Also gucken wir hier nochmal ein bisschen genauer drauf. Ja, auf der linken Seite seht ihr ja schon Klassen angelegt mit bestimmten Themenbereichen. Das sind die sogenannten Projekte. Da könnt ihr einfach auf das Plus-Add drücken und dann erscheint ein neues Projekt. Da würde ich immer eine Klasse anlegen, dass ihr das Ganze ein bisschen ordentlicher habt. Dann, wenn das angelegt ist, entstehen hier bestimmte Boards. Ihr seht, das ist auch tatsächlich schon ein bisschen seit geraumerer Zeit bei mir in der Benutzung. Und ich habe hier oben auch für euch schon mal ein paar Beispiele, was dabei entstehen kann. Ich zeige euch gleich zum Anfang, was das Großartige an der Art und Weise ist, wie ich es nutze. Also nochmal, ihr legt hier drüben eine Klasse an mit einem bestimmten Themenbereich, was weiß ich, Deutsch, Lesewerkstatt, oder hier in meinem Fall ist das Erdkunde, und da geht es um Entwicklungsländer, und da haben die hier bestimmte Miro-Boards erstellen müssen zu bestimmten Themenfeldern, die ihr hier seht. Und ich will euch mal zeigen, warum es so wunderschön ist, da Schüler einzuladen, weil die brauchen keinen Account. Die mir einfach sagt, hier, ich öffne ein neues Board. Das nennt ihr jetzt nur einfach mal Test. Ja, Create and Share. Und dann öffnet sich schon gleich dieses Board. Ja, wenn man eine schnelle Internetverbindung hat, dann geht das auch ein bisschen fixer wie bei mir. Dann kommt ihr hier zu dieser großartigen Übersicht. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Können wir erstmal ignorieren. Und dann ist hier oben der, the Button of Magic. Da geht ihr auf Share. Und jetzt kommt das, was mich überzeugt hat, das zu benutzen. In Schule ist ja immer ein bisschen schwierig, Accounts, dass sich Schüler bei bestimmten Diensten anmelden müssen. Das ist auch immer datenschutzrechtlich nicht
nicht so einfach. Aber hier habt ihr es simpel. Ihr braucht keine Accounts für die Schüler anlegen. Die Kinder können das sozusagen anonym bearbeiten. Deshalb nochmal der Hinweis, würde ich da Projekte anlegen, dass ihr eine Übersicht habt, könnt ihr mit Kürzeln arbeiten, wie auch immer ihr das möchtet. Da werdet ihr schon großartige Ideen haben, dass ihr das zuordnen könnt, weil ihr könnt hier einfach sagen, okay, ich möchte hier einen Link erstellen, dass jeder den bearbeiten kann. Dann drückt ihr auf Copy Board Link und dann könnt ihr den Link einfach irgendeinem Schüler, der ist jetzt schon hinterlegt, zuschicken und dann kann der loslegen und arbeiten. Ohne irgendwelche Probleme. Jeder, der mit dem Link auf den Link klickt, der kann dort mitarbeiten. Genau, dann machen wir hier das mal einmal zu. Dann habt ihr hier, wie gesagt, nochmal die Übersicht. Ich zeige euch mal ein neues Board, was ihr denn da machen könnt. Machen wir das nochmal Test 2. Ja, Create and Share. Und dann öffnet sich, wie gesagt, das hier. Für die Schüler ist das auch die Ansicht, die sich da öffnet. Und dann seht ihr schon, ich kann hier also ganz großartige, interessante Sachen machen. Ja, Kanban-Boards, komme ich auch nochmal später zu einem Punkt zu. Meine Schüler haben das hauptsächlich als Mindmaps benutzt, aber bisschen andere Mindmaps, wie wir das sonst vielleicht in Schule kennen. Die berühmte Sonne mit ihren Strahlen ist ja nicht der Anspruch, den wir eigentlich haben sollten. Zeige ich euch gleich Beispiele zu. Dann könnt ihr das hier als Beispiel auswählen, ja. Dann sollten Sie ein Beispiel mit hineinwerfen und dann könnt ihr hier loslegen. Ja, wie gesagt, hier oben The Magic of Happiness, ja, ist hier oben verbunden und da könnt ihr draufklicken, habe ich euch gerade gezeigt. Dann zeige ich euch mal 3 kleine Beispiele, wie das Ganze aussehen können. Das sind einfach nur bestimmte Mindmaps. Und ihr seht, das Tolle ist, so ein Miro-Board schluckt alles, was man ihm raufwirkt. Es schluckt Bilder, hier kann man Videos einpflegen, ja, wo man sich als Lehrer schön mit austoben kann, wenn man sich das anschauen will. Und dann kann man hier eine schöne Übersichtlichkeit. Ja, ich zeige euch mal ein anderes Beispiel. Ja, hier in anderer Art und Weise. Da wird das Ganze mit so Sticky Notes, ja, also die berühmten Klebefolien, ja, haben sie hier benutzt, haben sie hier beschrieben, ja. Und dann hier nochmal ein anderes Beispiel, da wird mit Kommentaren gearbeitet, ja, ganz hervorragend. Die kann man hier bestimmte, Mindmaps erstellen, Übersichten, ja, das müssen nicht immer Mindmaps sein, das können zu bestimmten Themenbereichen einfach nur Übersichten sein, wo ihr was für die Schüler sammelt, von mir aus auch Aufgaben, die den anderen zur Verfügung stellen könnt. Und das Großartige ist, dass alle gleichzeitig arbeiten können. Und je nach Internetverbindung sieht man tatsächlich, wie die einzelnen Personen hier arbeiten. Es wird vernünftig abgespeichert. Keiner muss sich einen Kopf machen, dass die Daten verloren gehen. Und dann kann jeder vernünftig damit arbeiten. Fassen wir nochmal zusammen. Warum ist Miro ein hervorragendes Tool für den Distanzunterricht? Punkt 1, für Lehrer und Lehrerinnen kostenlos. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Infos dazu. Zweiter Punkt. Die Schüler brauchen keinen Account. Ich habe es euch gezeigt, einfach teilen, dann könnt ihr darauf zugreifen, könnt das benutzen. Ist tatsächlich selbsterklärend, wie man das Ganze nutzen kann. Einfach sich mal anschauen und dann sich freuen, dass man im Distanzunterricht gemeinsam an Punkten arbeiten kann, sodass man sich gemeinsam austauschen kann und ja, den Distanzunterricht auch mal ein bisschen anders gestaltet, als vielleicht man es sonst vielleicht gewohnt ist. Lasst es mich gerne wissen, wenn ihr dazu Fragen habt, haut es in die Kommentarfunktion. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Abo. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Video und sage ciao, bis bald.